Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin heute im Deutschen Museum und zeige hier die große Modellbahnanlage in H0, die in einem Raum mit etwa 260 Quadratmeter ist. Und ich begrüße hier jetzt gleich den Frank Zwintscher. Er ist Kurator für den Schienenverkehr, für die ganze Ausstellung hier verantwortlich und hat hier vieles gemacht bei der Gestaltung dieser Anlage und wird mir jetzt hoffentlich auch gleich ein bisschen was erklären dazu. Begrüße Hallo, herzlich willkommen auf der Modellbahn des Deutschen Museums. Herzlich willkommen in Wernmünden. Wir haben hier, man sieht es schon, es ist eigentlich keine klassische Modellbahn. Wir sind das Deutsche Museum. Wir möchten den Menschen ein bisschen was vermitteln. Und hier vermitteln wir sozusagen einen Verkehrssimulator, also ein großes Verkehrshub, unser Bahnhof Wernmünden. An dem sieht man hier schon Straßenverkehr, Trambahnverkehr, S-Bahnverkehr und natürlich sehr viel Eisenbahnverkehr, Güterverkehr, Fernverkehr, Nahverkehr zusammenkommen. Jetzt frage ich mich, wird er nicht als Winteranlage konzipiert sein? Was hat es denn mit dem vielen Weiß auf sich? Ja, ganz genau. Das ist natürlich genau der Punkt. Also wir werden immer gefragt, was ist denn da los? Es ist Winter und wir können gleich mal gucken. Ich zeige, warum kein Winter ist. Wenn wir hier unten schauen, da sind ja die Badegäste, die sonnen sich hier am schönen Fluss Main. Kommen wir auch gleich noch zu, wo Wernmünden eigentlich liegt. Die Idee ist ganz einfach. Also Verkehrssimulator, was wollen wir zeigen? Wir wollen alles zeigen, was mobil ist. Wir wollen die gesamte Mobilität zeigen, alles, was in Bewegung ist. Und wenn man einmal drauf guckt, sieht man auch, alles, was in Bewegung ist, ist in Farbe. Das wollen wir highlighten. Und wir haben gesagt, ja, das Beste, was wir da machen können, ist, um das highlighten zu können, nehmen wir das andere bewusst zurück. Das ist so ein bisschen, wie Architekturmodelle funktionieren. Also wir nehmen die Landschaft relativ stark zurück, nehmen alles, was wir in den Fokus nehmen wollen, voll raus mit der farblichen Gestaltung. Und wenn man genau hinguckt, sieht man auch, selbst bei der Landschaft haben wir es ein bisschen abgestuft. Also wir schauen mal, wenn wir oben auf den Schlossberg gucken, hinten links, da ist so ein Wirtschaftsgebäude. Das sieht eigentlich bloß aus wie ein Würfel mit einem kleinen Walmdach oben drauf. Also das ist ein klassisches Architekturmodell. Und desto näher wir zur Eisenbahn hinkommen, desto näher wir zum Verkehr hinkommen, auch desto näher wir zum Straßenverkehr hinkommen, gehen wir mal hier runter. Unser Portalkran, der Güterbahnhof, der multimodale Bahnhof, Containerbahnhof am Fluss Main, der ist voll detailliert, der ist sogar in Bewegung, deswegen ist er in Farbe. Das alte Dampflokbetriebswerk ist in weiß, es ist ein statisches Gebäude, aber es ist ja relativ nah dran am Verkehr, also haben wir die Detaillierung ein bisschen hochgenommen. Wenn wir wieder hier unten gucken, Wirtschaftsgebäude am Hafen, nichts mit Verkehr zu tun, ist wieder bloß in der Kubatur gezeigt. Das Ölterminal, also sozusagen der Teil des Güterbahnhofes, der ist wieder ein bisschen detaillierter, aber in weiß. Und so meandert sich das Konzept durch, um zu zeigen, das Weiß benutzen wir quasi als Mittel unserer Vermittlung. Das Weiß ist keine Winterlandschaft, muss man sagen. Wir sprechen hier kurz vor dem 3. Advent. Wir haben tatsächlich heute auch einen Weihnachtsmarkt drauf. Und oben gibt es einen Hügel, da fahren Schlitten runter. Der ist auch in weiß, der soll tatsächlich Schnee sein. Die Schlitten, klar, sind wieder in Bewegung, also die Kinder auf den Schlitten sind wieder in Farbe. Also kurz zusammengefasst, das ist das Konzept. Alles, was mobil ist, ist in Farbe, alles andere ist weiß. Und dieses Wernmünden, irgendwo in Bayern, nee, Wernmünden, glaube ich, gibt es gar nicht. Ja, haben Sie mir schon verraten. Sie merken das schon, ich bin kein Bayer. Insofern würde ich sagen, ja, es liegt in Bayern vom Bundesland her. Es hat ein Vorbild, und zwar Gmünden am Main. Das ist Mittelfranken, also definiere, wer sagt, dass das Bayern ist, das ist recht. Das meiste davon orientiert sich am Bahnknotenpunkt Gmünden, wer sich da so ein bisschen auskennt. Gerade im alten westdeutschen Netz war das ein ziemlich wichtiger Punkt, lag direkt an der Nord-Süd-Strecke, also von Nürnberg-Würzburg kommt, von da aus abzweigt auf die Frankfurter Strecke rüber nach Aschaffenburg und natürlich auf die große Nord-Süd-Strecke Richtung Fulda, Richtung Kassel, Richtung Hannover. Das ist der Kern, sozusagen die Grundlage unseres Netzes hier. Aber es heißt eben bewusst nicht Gmünden, es heißt Wernmünden, weil wir gesagt haben, das, was wir in Gmünden zeigen können, wie so häufig auf der Modellbahn, das ist uns nicht genug. Wir verdichten das so ein bisschen, das ist, was Modellbahn auch ausmacht. Wir nehmen einige Elemente zusätzlich dazu. Und wir haben gesagt, das meiste, was wir dazu nehmen, ist eigentlich das, was wir von Würzburg dazu nehmen, zum Beispiel den ICE-Bahnhof. Wir sind ja hier in der Zeitstellung so zwischen 1995 und 2005, also die frühe Zeit der Deutschen Bahn AG und eben auch die Zeit, in der das ICE-Netz eingeführt wurde. 1991 schon die erste große Strecke oder die wichtigste Strecke im frühen ICE-Netz war die Nord-Süd-Strecke, also die Würzburg-Hannover-Neubaustrecke.
Und in Gmünden am Main, da gibt es keinen ICE-Bahnhof, aber da können wir auch mal gucken. In Gmünden am Main geht also eine große ICE-Brücke übers Tal, übers Maintal drüber. Die haben wir hier auch. Und da fährt gerade, in dem Fall ein Kesselwagenzug drüber. Der fährt auf jeden Fall, ist kein legendärer Schnellgüterzug. Die passt also wieder zu Gmünden sehr gut dazu, aber wir haben im Bahnhof selbst auch einen ICE-Bahnhof. Und der ICE-Bahnhof wäre in dem Fall eher der ICE-Bahnhof von Würzburg. Ja, jetzt gibt es verschiedene Gründe, warum es Wernmünden und nicht Gmünden heißt. Aber ein Grund könnte auch sein, dass da ein W wie Würzburg am Anfang steht. Also wir haben sozusagen den Würzburger Bahnhof hier ein bisschen mit reingenommen. Auch zum Würzburger Bahnhof haben wir ein Stück weit angelehnt, dass wir eine Art von S-Bahn-System hier haben. Also wir haben sogar einen unterirdischen S-Bahnsteig hier noch dabei. Den gibt es auch in Würzburg natürlich nicht, aber wir haben hier sozusagen gezeigt, wir sind schon an einem größeren Eisenbahnknotenpunkt und zu sowas, also zu einem Eisenbahnknotenpunkt in einer großen Stadt, kann im Personenverkehr eben auch ein zusätzliches S-Bahn-System gehören. Das wollen wir hier zeigen. Diese Autos, die hier unterwegs sind, habe ich schon gehört, sind vom Falaka-System. Die sind auch über Ultraschall und über solche Satelliten gesteuert. Da sind also hier insgesamt an der Decke verbaut zur Ortung 5 solche Inseln mit jeweils 3 solchen Satelliten. Und die sind dann mit den Fahrzeugen hier, die Fahrzeuge senden Ultraschallsignale aus und dann empfangen die da oben das und auf die Art und Weise werden die Fahrzeuge gesteuert. Und das ist hier ein relativ großes Netz, bei dem hier auch einige Fahrzeuge unterwegs sind, die sich hier auch begegnen. Und auch ein Reinigungsfahrzeug ist hier auch gerade. Bushaltestelle gibt es, alles Mögliche gibt es. Und insgesamt haben sie hier 750 Meter Gleis verbaut. Davon sind, glaube ich, im oberirdischen Bereich nicht ganz so viel. Ganz genau, es ist etwa 1/3. Also wenn wir so zusammenzählen, sind es etwa 250 Meter Gleis auf der Oberfläche, die wir hier sehen. Natürlich wie immer nicht alle an einem Stück, sondern gerade eben hier in unseren Aufstellbahnhöfen, im Güterbahnhof, im Verschiebebahnhof. Es ist 1/3 nur sichtbar. Das heißt, es sagt eine ganze Menge über die Komplexität der Anlage, denn 2/3 dienen im Untergrund, im Schattenbahnhofsbereich dazu, den Verkehr zu organisieren. Wir haben auf der Oberfläche eigentlich 4 große Strecken, die hier reinkommen, beziehungsweise 2 große, habe ich vorhin auch kurz angesprochen. Die Altbau-Hauptstrecke, die rüber nach Aschaffenburg geht, die nach Norden von hier aus auch geht. Die Spessartrampe, die man hier sieht. Wir haben die ICE-Strecke, also die neue Hochgeschwindigkeitsfernverkehrsstrecke. Wir haben eine Nebenbahn, die unten sich am Main lang zieht. Und wir haben eine Strecke, die nach Osten, nach Nordosten von Wernmünden abgeht. Das ist also eine Strecke, die so ungefähr der Strecke Schweinfurt nach Erfurt über die Mittelgebirge entspricht. Das heißt, wir haben 4 Strecken auf der Oberfläche abgebildet. Im Untergrund läuft das ganze System aber zusammen und speist sich aus 2 großen Schattenbahnhöfen. So, wenn man 4 Strecken an 2 Schattenbahnhöfe anbinden möchte, dann braucht man im Untergrund eine ganze Menge an Verbindern. Und genau darum geht es auch. Deswegen brauchen wir eigentlich 2/3 der Streckenführung im unterirdischen Bereich. Können wir uns die ja mal ganz kurz anschauen, oder? Die können wir uns wunderbar angucken. Aber vielleicht nehmen wir kurz noch den Kohlenzug, der längste auf der Anlage ist. Mit, ich denke, etwa 3,40 Meter dürfte er sowas haben. Den warten wir vielleicht mal eine Schleife hier ab. Dann kommt der dort gleich wieder raus. Und wir können einmal die Einfahrt und Durchfahrt. Sie haben ja hier im Hintergrund verbaut einige relativ große Gleiswändeln mit ungefähr 2 Meter Durchmesser, um eben diesen Höhenunterschied auch bewältigen zu können. Ich gebe Ihnen gleich das konkrete Maß nochmal. Und jetzt kommt er hier wieder raus.
Jetzt sind wir hier im Schattenbahnhofsbereich hinter den Kulissen. Hier oben nochmal der ganze Berg zu sehen, den ich vorhin von außen gefilmt habe. Und hier fährt jetzt gerade an einer Gleiswendel hier der Zug hoch. Und runter ist er gefahren. Ja, man hat hier einen riesen Höhenunterschied, den man bewältigen muss. Und den darf man ja nicht mit mehr wie 2,5 bis 3% Steigung, Gefälle hier bewältigen. Insofern haben Sie da wahrscheinlich eine riesen Aufgabe gehabt, das alles zu lösen. Also ich glaube, ich müsste es dann wieder nachgucken. Ich glaube, wir haben einen Höhenunterschied etwa 1,40 Meter dürften wir haben. Wir haben die niedrigste Einbauhöhe hier unten, also die beiden Schattenbahnhöfe. Sehen wir hier, auch wenn Sie durchgucken, sehen Sie ganz hinten. Das ist etwa 40 cm über Grund. Die 40 cm mussten wir uns gönnen, damit wir da drunter kommen, denn wir müssen ja auch eine ganze Menge Wartungsarbeiten machen. Der höchste Punkt dürfte etwa bei 1,70 Meter 80 hier oben liegen. Das heißt, wir haben etwa eine Höhe von 1,40 Meter zu überbrücken mit den Gleiswendeln. Um auf den höchsten Punkt zu kommen, das ist hier unsere ICE-Brücke, da müssen zum Glück nicht alle Züge hoch. Das heißt, um auf den höchsten Punkt zu kommen, muss ich bloß mal ein ICE oder wir haben vorhin einen Kesselwagenzug gesehen, der dort unterwegs ist, schlängeln. Die meisten Züge müssen bloß auf mittlere Ebenen kommen, aber es fahren alle Züge immer auch durch die Wendeln hindurch, denn das ist auch unser Verteiler vom Schattenbahnhof auf die mittlere Verteilerebene und auf die Bahnhofseinfahrten. Das heißt, ja, da haben tatsächlich alle Züge ein bisschen was zu schleppen. Die Gleiswendeln sind immer eine relativ hohe Belastung für die Fahrzeuge, weil es dann natürlich sowohl bergauf als auch in Kurvenfahrt geht. Also das ist gerade für die Getriebe, für die Kardangetriebe immer ein bisschen schwierig. Gar nicht in dem einen Mal, aber Sie können sich ja vorstellen, wenn man 357 Tage im Jahr von morgens um 9 bis nachmittags um 17 Uhr fährt, dann fahren die da auch hunderte Male, auch tausende Male und da merken wir eben dann relativ stark den Verschleiß, gerade in den Wendeln. Gut, genau. Dann schauen wir uns jetzt mal eine schöne Museumszugfahrt an. Habe ich vorher schon in Vorbesprechung gesagt, dass wir die gerne mal zeigen wollen. Und zwar eine S36, die hier mit dem Wernmundner Museumsbahnverein Freunden, glaube ich, dann gleich auf Fahrt geht. So, Florian, magst du die S36 mal starten, bitte? Fährt jetzt noch ohne Geräusch, wird wahrscheinlich dann, wenn sie rauskommt, das erste Mal Geräusch machen, denke ich. Und jetzt verschwindet sie hier im Schattenbahnhof und ich versuche das jetzt außen weiter zu verfolgen. Sie kommt dann hier raus und dann fährt sie auf der großen Anlage weiter.
Jetzt verschwindet sie hier in einem Zauberberg, wo eine versteckte Kehrschleife ist, damit man den Höhenunterschied hier ausgleicht, weil sie dann hier wieder rauskommt. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund unseres fleißigen Heizers werden wir Ringsburg heute früher als geplant erreichen. Und jetzt verschwindet sie hier in dem Schattenbahnhofbereich. Und den verfolgen wir jetzt mal vom Leitstand aus, dann sehen wir den nämlich auch gleich mal. Hier ist der Leitstand für die ganze Anlage mit einem riesig großen Curved-Monitor und 3 weiteren Monitoren mit jeder Menge Kameras, wo man dann den Zug hier weiterverfolgen kann. Und dann werden wir jetzt hier gleich sehen, wo die S36, der Museumszug, jetzt unterwegs ist. Der muss nämlich jetzt durch die ganze Anlage durch, bis er wieder an seiner Ausgangsposition ist. Sie haben insgesamt wie viele Kameras verbaut auf der Anlage? Wir haben mittlerweile 9 in den Kameras, die wir hier sehen, und 2, die eigentlich so eine Art von Webcams sind, die uns einen Überblick über die Schattenbahnhöfe geben. Ganz genau. Und das hat, wie wir es hier auch schon schön sehen, es hilft uns wahnsinnig fürs Arbeiten. So, jetzt gucken wir mal genau hin. Es hilft aber natürlich auch, darum geht es bei uns immer, es hilft auch dem Publikum, denn wir übertragen die Kameras in regelmäßigen Abständen alle und gezielt bei einzelnen Zugfahrten auch auf die Monitore, die über der Anlage fürs Publikum zu sehen sind. Das hilft uns gerade toll für die, da sehen wir die S36 gerade, genau, da schauen wir mal rein. Das hilft uns gerade für die Vorführung natürlich ganz wunderbar. Schauen wir mal, ob wir sie hier nochmal sehen. Genau, da ist jetzt gerade in der Durchfahrt am ersten Schattenbahnhof. Stimmt doch überhaupt nicht, das ist in dem Fall der zweite Schattenbahnhof, also der Schattenbahnhof auf der Rückseite der Anlage. Und die ganze Anlage wird mit Train Controller gesteuert? Ganz genau, die Anlage wird mit der Software Train Controller gesteuert, die also sozusagen die Informationen des DCC-Systems zusammenführt und in Fahrpläne umsetzt, um das mal ganz einfach zu sagen, die also alles steuert, von der Weiche über die Fahrzeuge selbst bis hin auch zu den Beleuchtungen der Gebäude, natürlich bis zur Signalisierung hin. Das läuft alles über Train Controller. Die Anlage, wie sie jetzt dasteht, wurde wann begonnen zu bauen? 22, 23? Die wurde, quer in der Corona-Zeit, also mit einer gewissen Verzögerung auch gebaut, wurde eröffnet 2022 und hatte davor eine Planungsphase ab 2015 so richtig. Also der Bau, das ist ja, kennt man ja auch von anderen Infrastrukturprojekten da draußen, der Bau an sich geht dann verhältnismäßig schnell, aber die Planung, die Genehmigung war in dem Fall nicht so schwer, aber die Planungsphase ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Prozess gewesen, auch mit vielen verschiedenen Schritten, mit vielen Schleifen drin, wo wir immer wieder überlegt haben, was wollen wir zeigen, wie funktioniert das. Wir haben es jetzt auch schon ein bisschen gesehen, auch wenn man hier unseren Museumszug, hier sehen wir ihn gerade wieder, gucken wir mal drauf, da sieht man ihn toll durch den jetzt ersten Schattenbahnhof fahren und der macht sich gleich zurück auf die Nebenstrecke. Man sieht eben, es ist alles sehr, sehr hoch integriert und um diese vielen Strecken im Untergrund zusammenzuführen, braucht es eine ganze Zeit Planung und immer wieder durcharbeiten, wie kriegen wir das eigentlich realisiert. Das heißt, das brauchte einen sehr, sehr langen Prozess und 22 ist sie dann eröffnet worden.
Und jetzt inzwischen läuft es stabil. Am Anfang ist natürlich immer irgendwo so die Phase. Deshalb komme ich auch jetzt erst hier zum Termin, weil wir gesagt haben, ich komme mal, wenn wir wirklich sagen können, so eine große Anlage hat halt Anlaufprobleme, kleine Probleme, größere. Man soll ja auch einen stabilen Betrieb zeigen. Ich zeige dann ja später auch in einem Video einen Ausschnitt von der täglichen Vorführung, die 20 Minuten zweimal am Tag mindestens stattfindet. Und einen Teil davon darf ich zeigen. Die ganze Länge sollte ich nicht zeigen, was soll ja auch ins Museum gehen. Ich bedanke mich jetzt fürs Erste und dann schauen wir weiter. Gerne. Und jetzt ist die S36 schon wieder an ihrer Ausgangsposition, außen vorübergehend und muss dann nochmal zurücksetzen auf ihre eigentliche Ausgangsposition. So, jetzt steht sie wieder in der Ausgangsposition von dieser ganzen Ausflugsfahrt, die wir vorhin gezeigt haben. Inzwischen wurde der große Museumsraum abgedunkelt und ich zeige wie versprochen ein paar Ausschnitte mit Impressionen aus den Vorführungen. Diese sind in der Regel zweimal täglich und dauern jeweils rund 20 Minuten. Zunächst wird hierbei der nächtliche Bahnalltag von Wernmünden über die Lautsprecheranlage erklärt. Dann folgt der Sonnenaufgang und es kommt Leben auf die Anlage. Und schließlich wird es dann wieder Nacht. Herzlich willkommen zur Vorführung unserer Modelleisenbahn. Unsere Anlage zeigt einen Ausschnitt aus der deutschen Eisenbahnlandschaft um 1995. Im Zentrum steht das Verkehrsgeschehen um den Bahnhof Wernmünden in Unterfranken direkt am Main. Wir sehen jetzt hier den Bahnbetrieb an einem frühen Freitagmorgen im Sommer. Es ist noch Nacht in Wernmünden. Doch der Zugverkehr schläft fast nie. Während die Menschen schlafen, bringt die Bahn Zug um Zug Güter auf die Schiene. Hier in Wernmünden wird der Gemischtgüterzug im Laufe des Tages wieder in kleinere unterschiedliche Wagengruppen aufgeteilt und dann in verschiedene Richtungen erneut auf Fahrt geschickt. Eine Welt unter der Oberfläche. Werfen Sie doch mal einen Blick in den Schattenbereich. Auf den großen Monitoren nimmt sie unsere Kameralokomotive mit auf die Fahrt durch das unterirdische Schienennetz. Am frühen Morgen erwacht die Stadt. Der Personenverkehr läuft an und bald zur Höchstform auf. Die sogenannte Rush Hour, die Hauptverkehrszeit, beginnt. In der Hauptverkehrszeit zwischen 6 und 9 Uhr morgens sind die Pendler unterwegs. Entsprechend kommen mehrere und längere Züge zum Einsatz. Außerdem fahren sie häufig in einem engeren Takt, also öfter. Halt! Ach, verflixt. Wenn die Bahn mal immer so pünktlich abfahren würde. Erst gegen 9 Uhr ebbt das hektische Treiben allmählich ab. Jetzt beginnt die Nebenverkehrszeit. Jetzt aber schnell weiter zum ICE, dem Intercity Express. Seit den 1990er Jahren fahren die Hochgeschwindigkeitszüge durch Deutschland. Mit 280 Kilometern pro Stunde. Und der ICE darf auch nicht in jedem kleinen Städtchen anhalten. Richtig. Kleinere Städte, wie auch unser Wernmünden, durchfahren die ICE-Züge deshalb meist ohne Halt. Denn nicht nur die Geschwindigkeit während der Fahrzeit ist wichtig, auch die Abstände von Halt zu Halt sind ein wesentlicher Faktor für die Reisezeit. Wer weniger halten muss, ist schneller am Ziel.
in der Stadt wird für den sogenannten Frachtumschlag genutzt. Beim Frachtumschlag werden Güter von einem Schiff auf einen LKW oder auf die Bahn verladen. Oder umgekehrt. Ja, genau. Und so werden verschiedene Verkehrsträger auf Straßen, Schienen und Wasserwegen zu einer schnellen, leistungsstarken und umweltfreundlichen Transportkette kombiniert. Hör mal, gleich startet die Museumsfahrt der Eisenbahnfreunde Berlin. Ja, auch wenn das Zeitalter der Dampflokomotiven in der Bundesrepublik Deutschland bereits in den 1970er Jahren endete, fahren die alten Dampfwasser sogar heute noch, jetzt jedoch im Museumsbetrieb. Schau mal hier, am Fuße des Berges, links unten fährt die Waldbahn. Sie fährt auf schmaler Spur, also auf Schienen, die enger zusammenliegen als normalerweise. Sie dient der Forstwirtschaft und transportiert das geschlagene Holz zum nahegelegenen Verladebahnhof. Abends setzt dann die sogenannte Schwachverkehrszeit ein. Ab 20 Uhr gibt es viel weniger Menschen, die unterwegs sind. Dafür verkehren wieder mehr Güterzüge und die letzten Reisenden sind in Nachtzügen unterwegs. Jetzt zeige ich mal noch mal eine komplette Fahrt durch die Gleiswendel und über die Anlage mit der Class 66.
Und jetzt hat sie ihre Ruheposition im Schattenbahnhof erreicht. Jetzt ist es schon fast 4:30. Der Museumstag geht bald zu Ende. Es war schön spannend hier. Ich habe hier einiges drehen können, was ja jetzt zu sehen war in den letzten Minuten auf diesem Video. Und jetzt habe ich hier nochmal den Frank Zwinscher, der mir noch mal ein bisschen was erzählt hier zu dieser Anlage. Die Anlage ist ja 2022 gebaut worden, jetzt so wirklich in Betrieb. Aber das ist ja nicht die erste Anlage im Deutschen Museum. Sie haben ja schon mehr Anlagen gehabt. Ja, tatsächlich, das Deutsche Museum hat schon eine ganz lange Tradition, über Modellbahnanlagen hier zu zeigen. Also Vorführanlagen, große Vorführanlagen. Die erste ist von 1962 gewesen. Was die Anlagen alle gemein haben, ist, dass sie alle an diesem Ort, also tatsächlich auch in diesem Raum waren. Die erste Anlage war so ein bisschen mittiger und hatte Tribünen von beiden Seiten in dem zugänglichen. Es gab eine zweite Anlage von 1997, also die stand hier bis 2015. Und ab 2015 sind wir eben in der Planung drin gewesen, bis zu dieser Anlage 2022 eröffnet. Ja, in der Tat, die Anlagen haben auch inhaltlich irgendwie eine Grundlinie. Natürlich ist das immer Modellbahn. Die wollten auch immer Betrieb bei der Eisenbahn zeigen, das, was wir heute auch noch machen. Und so aus verschiedenen Gründen hat sich das immer so ein bisschen gewandelt. Die erste Anlage kann man vielleicht sagen, da fuhr doch noch ziemlich viel einfach schlicht und ergreifend im Kreis. Und man hat so verschiedene Zuggarnituren gezeigt, die so verschiedene Arten von Zügen, Güterzüge, Schnellzüge, Nahverkehrszüge. Und es gab auch einen großen Bahnhof, aber es war sozusagen also sehr modellbahnig. Es waren wirklich mehrere verschlungene, auch teilweise komplexere Weise verschlungene Ovale. Die zweite Anlage von 1997 sah schon von der Anmutung her ein bisschen mehr aus wie diese hier, war auch in einer großen L-Form. Man würde sie ein bisschen wiedererkennen. Es gab auch einen großen Bahnhof, sie hatte eine Landschaft, die Landschaft war keine wirklich natürliche Landschaft. Die war grün ausgeführt, aber man konnte noch nicht wirklich sagen, ja, die hat einen Ort. Und es gab so ein bisschen Häuser, es gab ein bisschen Straßen. Es gab aber keinen wirklichen sinnvollen Zusammenhang, wie sich die Eisenbahn, der Schienenverkehr in diese Landschaft einbettet. Im Gegenteil, die Landschaft war außen um den Schienenverkehr herum gebaut. Ich sage das ganz bewusst, weil was wir hier bei der Anlage versucht haben, ist eigentlich andersrum ranzugehen. Wir haben gesagt, wir suchen einen Ort, an dem es Eisenbahn gibt. Wir haben uns das Gmünden am Main etwas abgewandelt, haben Wernmünden draus gemacht und haben dann gesagt, okay, wie fügt sich denn in diese Landschaft eine Eisenbahn ein? Da haben wir gesehen, okay, Gmünden am Main hat diese Tallage am Fluss. Wir haben einen Verkehrsknotenpunkt. Von dort aus gehen auch in dem Gmünden da draußen verschiedene Strecken ab. Das Gmünden hat aber auch sonst eine Verkehrssituation. Es hat mit dem Main einen also eine Binnenschifffahrt an einem Fluss. Wir haben natürlich einen städtischen Verkehr in Gmünden. Wir haben auch einen Straßenverkehr in die umliegenden Orte. Gmünden ist so ein kleines Zentrum. Und all das haben wir versucht hier zu integrieren. Und das ist das, was sozusagen der dritte Entwicklungsschritt dieser Modellbahnen im Deutschen Museum ist. Weg von der eigentlichen reinen Bahn hin zu so einer Art Verkehrssimulator, mit dem wir mit dem Mittel der Modellbahn zeigen können, wie eigentlich Verkehr funktioniert. Jetzt muss ich aber doch noch eines dumm fragen. Hier sind so Buchstaben auf der Anlage. Und was hat es denn damit auf sich? Auch die Buchstaben bedienen eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe von unserer Bahn, die auch fürs Museum sehr, sehr wichtig ist, die vielleicht aber noch nicht all die elaborierten Dinge über die Bahn verstehen, die ich Ihnen jetzt gerade schon erklärt habe. Und das sind natürlich die Kinder. Also Kinder, wahnsinnig wichtig fürs Museum, vor allem Familien, also Eltern mit den Kindern. Wir haben uns gedacht, wir brauchen den Kindern jetzt noch nicht erklären, wie denn die Zugsicherung hier funktioniert. Oder wir können denen das erklären, manche interessiert das auch und manche wissen wahnsinnig viel darüber. Es geht uns aber eigentlich vor allem hier darum, spielerisch hereinzukommen. Und zwar eine ganz einfache Sache, in das Lernen, wie guckt man eigentlich so eine Modellbahn an. So, es gibt das große Bild, natürlich bewegt sich überall was, aber wenn man anfängt hinzugucken, dann merkt man, es gibt ganz, ganz viele kleine Details, es gibt auch viele Szenen hier. Die Szenen sind natürlich auch alle bunt, denn die Szenen haben, wird man sich schon denken, alle was mit Mobilität zu tun. Und daraus haben wir ein kleines Spiel gemacht. Wir haben das ganz einfach ein Suchspiel genannt, also die Kollegen, die auf der Modellbahn arbeiten, haben sich das
ganz, ganz minutiös und mit viel Liebe zum Detail ausgedacht und haben daraus gemacht solche kleinen Suchspiel-Handzettel, kleine Flyer. Wenn man das aufmacht, es gibt insgesamt 7 verschiedene. Wir haben jetzt gerade ein Thema Verrücktes gefunden, also Sachen, die sehr ungewöhnlich sind. Zum Beispiel hier sieht man das schon, so eine Comicfigur, die irgendwo rumsteht. Und jetzt haben wir es gerade schon gesehen, was sind die Buchstaben? Naja, die Buchstaben sind immer ein Teil von 8 Teilen des Lösungswortes hinten. Das heißt, ich muss einfach dann schauen, wo ist die Szene. Das heißt, die Aufgabe steht hier dann, was ist jetzt als nächstes zu finden oder Ganz als erstes genau. zu finden. Jetzt haben wir es hier nämlich ganz einfach. Also es gibt insgesamt 8 Szenen. Hier haben wir die ersten 6. Auf der Rückseite sind die 7 und die 8. Und wir sehen hier, das ist die Szene 1. Und jetzt waren wir gerade schon dabei. Wir haben das andere gesehen. Genau, jetzt müssten wir eigentlich den anderen Zettel nehmen. Aber wenn wir es hier gucken, den haben wir nämlich auch schon gefunden. Dann finden wir dort ein S. Wir wissen, S ist der erste Buchstabe des Lösungsworts und können das hinten eintragen. Also das Spielprinzip ist natürlich einfach und bekannt, aber wir haben es einmal hier auf die Modellbahn. Haben Sie so nette verschiedene Szenen hier gebaut. Ich habe einiges ja während des Tages schon im Film miterlebt und mir überlegt, was hat es jetzt damit auf sich. Genau. Und eine habe ich vorhin schon mal gefilmt, die kann man vielleicht hier nochmal einblenden. Die ist hier als Aufgabe. Die Ente, die hier fast in den Main reinfällt. Ganz genau. Die Ente gehört ja eigentlich ins Wasser. Gell? Die Kollegen haben sich auch immer so ein bisschen was Spaßiges ausgedacht. Hier ist es die Ente. Bei dem anderen haben wir es gesehen, das ist der Mustang, der überhaupt kein Mustang ist, obwohl er bei den anderen Pferden, also bei den anderen Mustangs auf der Weide steht. Wo ist jetzt der? Der muss man mal schauen, ob der an der Anlage ist. Den hier unten, den hatten wir gerade auch schon, oder? Also, vorhin haben wir, glaube ich, geschaut, genau. Da ist er, genau. Also wir merken, Buchstabe wir machen jetzt gerade selbst hier das Spiel und man kommt eben ganz schnell rein. Und die Idee, auch das merkt man, wenn man es macht, das hat jetzt gar nicht alles was mit Eisenbahn zu tun. Wir haben auch verschiedene Suchspiele zum Thema Eisenbahn, zum Thema Verkehr natürlich auch. Uns geht es aber vor allem die Kinder und natürlich auch, wir sehen das hier schon, auch die größeren Kinder, die alle dieses Suchspiel gerne machen. Uns geht es darum, die Menschen einfach an die Eisenbahn ranzuführen, irgendwie ein bisschen Neugier zu wecken. Und wenn man sich so ein bisschen reingeguckt hat, wenn man so ein bisschen gelernt hat, wie funktionieren diese Szenen, die gibt es ja ganz viel zu entdecken, dann wird man merken, dass die allermeisten Szenen überhaupt nicht zum Suchspiel dazugehören, sondern sich irgendwo auf der Modellbahn verstecken und so ein bisschen, hoffentlich auch ein bisschen Spaß machen beim Gucken. Und die natürlich auch irgendwie alle was mit Mobilität zu tun haben. Ja, gerade das ist das Reizvolle bei H0, hat man so schöne, fein detaillierte Figuren inzwischen, nette Szenen, nette Fahrzeuge, kann man einiges machen. Und die Anlage hier, trotz dieser kahlen Winterlandschaft, aber genau das ist das Schöne, dass man ja eben keine tatsächlich Winterlandschaft. hier dieses weiße Architekturmodell Hintergrund, dass der jetzt hier einfach bewusst schlicht gehalten ist, damit die Mobilität, die Figuren, die Fahrzeuge alle deutlich hervorstehen. Und ich weiß das auch, ich habe ja schon viele Anlagen gefilmt, da sieht man vor lauter Landschaft die Züge dann nicht. Und hier sieht man sie wirklich, während der Vorführung sind sie halt deutlicher zu sehen, schneller zu finden. Und das macht einfach dann auch dem Zuschauer es etwas einfacher, diese ganze Landschaft und diese ganze Szenerie und die Verkehrstechnik zu begreifen. Es hat mir Spaß gemacht, den ganzen Tag hier diese Anlage filmen und fotografieren zu können. Fürs Eisenbahnmagazin, da gibt es einen Beitrag. Und auf meinem Kanal mache ich eben jetzt hier das Video. Ich bedanke mich beim Frank Zwinscher, Kurator hier für diese ganze Verkehrstechnik, für diesen Bereich und bedanke mich hier für die Gastfreundschaft hier, dass ich die Anlage filmen durfte. Vielen Dank.